Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, September 1942. Die Stimmung ist nicht so gut. Der Schwung ist raus und irgendwie kommen wir hier nicht so recht voran. Der Gegner sieht scheinbar die strategischen, wichtigen Geländeabschnitte als unverzichtbar und wirft Tag für Tag neue Truppen gegen uns. Wir versuchen schon überall an Ort und Stelle zu sein, wo wir gebraucht werden. Wir schlagen die Feindpanzer zurück, aber dann müssen wir das Feld wieder der Infanterie überlassen, um für den nächsten Einsatz bereit zu sein. Das nagt an den Nerven und viel Ruhe haben wir auch nicht. Selbst das schon gut verteidigte Mostok steht wieder im Visier der Russen und der Druck auf die vorgeschobenen Verteidigungslinien ist groß. An der Lagerkarte wird uns das Ausmaß unseres südöstlich drückenden Frontvorsprunges erst klar, wenn man sieht, dass die Truppen um General Paulus den Kampf um Stalingrad in voller Härte führen müssen. Wenn Stalingrad in deutscher Hand ist, dann können wir weiter Richtung Baku und müssten uns um unsere Nordflanke nicht mehr kümmern. Aber der Russe hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir es noch schaffen, dem Russen einen finalen Schlag zu versetzen, und dann geht es endlich wieder in die Heimat. Nachschub ist eingetroffen und ein junger Leutnant von den Sturmgeschützen soll meinen Panzer übernehmen. Ich wiederum soll nun den Fritz wieder ablösen als Richtschütze und weiterfahren. Der Kompaniechef erklärt mir seine Entscheidung und versichert mir, dass er mich auf die Liste für einen der Panzer IV Lang hat. Das wäre was. Aber nun erstmal wieder den Platz wechseln und schauen, was der junge Leutnant Kamrau denn kann. Er macht einen guten Eindruck und erklärt uns, dass er schon über 50 Einsätze mit den Sturmgeschützen hinter sich hat. Und auch, dass er ein paar Russenpanzer ausgeschaltet hat. Nun denn, wir werden sehen. Ich weise ihn den ganzen Tag noch ein und wir kommen gut miteinander aus. Er weiß, dass ich den Panzer umsichtig geführt habe und die ein oder andere Geschichte wurde ihm wohl auch schon zugetragen. Er fragt mich natürlich auch, warum ich noch kein Unteroffizier bin und den Weg zum Panzerkommandanten als Feldwebel einschlage. Aber schnell versteht er, dass auch hier höhere Mächte am Werk sind. Am nächsten Tag geht es wieder los. Ein Ort am Lenin-Kanal namens Alpotowo soll eingenommen werden. Das ist noch auf der Südseite des Terek. Schnell kommen wir hier voran, aber trotzdem behindert einen der sandige Boden. Zusammen mit einigen Panzer IV rollen wir vor und ich halte an der Optik Ausschau nach Feinden. Die Aufklärung hat kleinere Russenverbände gemeldet, aber keine Panzer. Weiter geht es und wir müssen einen kleinen Panzergraben durchqueren. Als wir auf der gegenüberliegenden Seite wieder rauffahren, wird über Funk von Panzerbüchsen gewarnt. Eigentlich sollten die in dem Gelände gut zu sehen sein, es sei denn, die haben sich tief eingegraben. Mit einem mulmigen Gefühl fahren wir weiter. Hermann bringt uns durch kleine Senken hindurch und der Leutnant ist ganz zuversichtlich, dass er in seinem ersten Gefecht zeigen kann, was in ihm steckt. Noch circa 5 Kilometer bis zur Ortschaft und der erste Artilleriebeschuss setzt ein. Luken zu und durch. Schlecht geschossen vom Iwan. Keine Verluste bei uns, nur ein Höllenlärm. Noch 3 Kilometer bis zum Ort und dann knallt es auf einmal richtig laut. Turmtreffer, aber es hat nicht durchgeschlagen. Ich drehe den Turm nach rechts und versuche etwas zu erspähen. Nicht zu sehen. Und wieder knallt es. Also doch Panzerbüchsen in der Nähe. Die können auch durchgehen, wenn die richtig treffen. Ich schwenke zurück und wieder knallt es. Ich werde nach vorne geschleudert und spüre warme Flüssigkeit meinen Rücken runterlaufen. Ich richte mich wieder auf und schaue, ob ich getroffen bin. Alles noch dran, aber ich kann nichts hören. Ich schaue zum Kommandanten und der schreit wie am Spieß, aber ich höre nichts. Ich bin noch taub von dem Knall. Und jetzt sehe ich erst, was los ist. Ein Geschoss hat den Turm seitlich durchschlagen und das halbe Bein des Leutnants abgerissen. Überall Blut, wohl die Hauptschlagader, verdammter Mist. Hermann schaltet schnell und fährt in eine kleine Senke. Über Funk melden wir den Treffer und auch den Verletzten. Die anderen scheinen in Ordnung, nur der Ladeschütze hat Splitter abbekommen.
Er winkt ab. Wohl nicht so schlimm. In dem Chaos versuche ich, den Leutnant zu beruhigen. Wir müssen schnell das Bein abbinden, sonst wird er es nicht schaffen. Also ein Gürtel um den Oberschenkel und wir versuchen, die Blutung zu stoppen. Ganz weiß ist er schon. Flehend schauen seine Augen in meine Richtung. Ich sage ihm, das wird schon wieder. Doch überzeugt bin ich nicht. Die nachrückenden Lanzer räumen die Panzerbüchsenstellung aus und diese Gefahr ist gebannt. Vorsichtig ziehen wir den Leutnant aus dem Panzer und versuchen das Bein, welches noch an Fleisch und Knochenresten hängt, so gut wie möglich mit hinauszubekommen. Vorsichtig legen wir ihn hinten auf die Motorabdeckung, auf eine Zeltbahn und versuchen ihn weiter zu versorgen. Das Sandfahrzeug ist schon auf dem Weg. Durchhalten muss er jetzt. Ich versuche, den Gürtel noch enger zu ziehen. Und er schreit auf, aber das Blut läuft weiter aus ihm heraus. Er wird immer blasser. Wir können nichts tun. Nach 5 Minuten sehe ich den Sandwagen endlich auf uns zuhalten. Der Leutnant greift meine Hand und sagt: Grüß die Heimat, Rudolf. Dann noch ein Röcheln und nichts mehr. Der Glanz in seinen Augen verblasst. Der Druck seiner Hand lässt nach und das Leben verlässt ihn. Aus. Ich knie im Blut des Leutnants Kamrau und lasse seinen Kopf langsam auf die Zeltbahn sinken. Seine Augen schließe ich ihm noch und dann kommt der Sanni angestürmt. Ich winke ab. Es ist zu spät. Trotzdem kommt er auf den Panzer geklettert und schaut, was wir gemacht haben. Wir haben alles versucht, aber es sollte nicht sein. Der Sanitätsgefreite klopft mir auf die Schulter und meint, dass man eben einfach manchmal nichts mehr machen kann. Ich drehe mich weg, möchte eigentlich weinen, aber es geht nicht. Ich habe keine Tränen mehr. Es ist alles so unwirklich hier draußen. In der einen Sekunde ist man konzentriert und arbeitet Hand in Hand und im nächsten Moment ist der unerbittliche Tod im Panzer und reißt wieder ein junges Leben in den Mahlstrom der Ewigkeit. So einen hohen Preis, den wir alle zahlen. Wie lange noch? Der Ladeschütze wird versorgt und einige Stahlsplitter werden aus dem Arm entfernt. Wir schauen auch noch, was am Panzer kaputt gegangen ist. 2 Treffer am Turm, die nicht durchgegangen sind, und der letzte hat leider den Kommandanten getroffen. Ein paar kleine Beschädigungen im Innenraum, aber nichts, was den Einsatz beeinträchtigt. Viel Blut ist im Kampfraum. Das müssen wir noch irgendwie aufwischen. Die Meldung geht zurück an den Stab und nach knapp einer Stunde steht Fritz wieder am Panzer. Also die alte Besatzung wieder. Wir können noch weiter kämpfen und nach 30 Minuten geht es wieder los. Der Panzer rollt an und Hermann bringt uns zielstrebig hinter unserem Angriffsverband in Stellung. Die kämpfen sich schon in den Ort hinein und einige Rauchsäulen zeugen von den Kämpfen. Eine weitere Kampfgruppe sollte von Norden zu uns stoßen, aber scheinbar hat der Russe die Kameraden in der Flanke erwischt. Die kommen also nicht. Aber der Ort wird eingenommen, trotzdem haben wir Verluste. Der Russe drückt und wir können uns nur behaupten, weil wir sehr beweglich die Schwerpunkte der Gegenstöße bekämpfen. Feindliche Panzer werden lahmgeschossen und Panzerabwehrkanonen fliegen in die Luft. Der Russe ist aber unbeeindruckt und schiebt weiter Panzer und Infanterie in die Richtung unserer Stellung. Glücklicherweise ist südlich von uns der Kanal und von dort aus wird keine Gefahr kommen. Neue Befehle. Wir sollen mit 3 Panzern eine südliche Zange bilden und die Packstellung und die Nachschubwege dieser wohl Gardedivision, welche uns gegenüber liegt, angreifen. Also nach Süden Richtung Leninkanal, dann gen Osten durch das tiefer liegende Gebiet. Wir kommen gut voran und nach knapp 4 Kilometer drehen wir nach Norden ein. Kleine Russentrupps mit Fahrzeugen werden zusammengeschossen, aber wir halten uns nicht lange damit auf. Die Flanke wollen wir angreifen. Das Gelände steigt an und wir schieben uns langsam in den Sichtbereich der Ebene vor uns. Ich stehe im Turm und schaue angestrengt durch mein Fernglas. Da sehe ich diese Raketen-LKWs vor uns, in gut getanen Stellung. Die scheinen gerade zu laden, also vorwärts Marsch. Die Motoren heulen auf und wie der Wind preschen wir vor. 200 Meter vor der Feindansammlung bellen die Panzerkanonen los
und der Tod hält reichlich Ernte unter den Russen. Die Raketen explodieren und ein Feuerzauber zerreißt, was dort noch leben könnte. Die Stellung ist erledigt. Weiter gen Osten holen wir aus und brechen durch eine Packstellung, die scheinbar den rückwärtigen Raum abgesichert hat. Sprenggranaten werden geladen. Die Russen sind völlig überrumpelt, dass wir im Rücken nun wieder auftauchen und alles zerstören. Gefangene können wir nicht machen, also lassen wir die restlichen Russen laufen. 4 Packs zerstört. Weiter geht's. Nun machen wir den Sack zu und hoffen auf die anderen von Norden durchstoßenden Angriffsverbände. 3 LKW werden im Vorbeifahren noch vernichtet und dann haben wir den feindlichen Verband abgeschnitten. Wir gehen in die Stellung bei Höhe 113 und überschauen das Gefechtsfeld. Die zurückfahrenden Russenpanzer werden aufs Korn genommen und wieder bestaune ich die Panzer 4 lang, wie er einen T-34 nach dem anderen ausschaltet. Wie die Faust Gottes lässt das Langrohr seine glühenden Stachel in die weichen Seiten der T-34 schlagen. Am Ende stehen 7 T-34 und einige andere Fahrzeuge auf dem Feld. Knapp 400 Gefangene werden eingebracht und wir sind froh, durch diesen Handstreich etwas Ruhe in unserem Abschnitt zu haben. Es geht zügig zurück nach Alpatovo, um die Panzer wieder für den nächsten Kampf auszurüsten. Wir aber sollen ganz zurück nach Mostok und den Panzer zur Instandsetzung bringen. Der Turm soll gewechselt werden. Na, dann soll es eben so sein. Am Abend sind wir im Quartier und ich spreche mit den anderen Richtschützen unserer Kampfgruppe über die vergangenen Tage. Es wird viel über die Langrohr-Panzer gesprochen, aber auch über die langsam immer stärker werdenden Russenkräfte vor uns. Bis Baku müssen wir noch kommen. Dann ist der Iwan erledigt. Das schaffen wir sicherlich noch. Aber auch hier werden wieder einige Kameraden auf der Strecke bleiben. Ein Leutnant aus dem Stab kommt vorbei und erklärt mir, dass der Zugführer mich weiterhin als Kommandant im Panzer lassen will. Mit gemischten Gefühlen nehme ich die Nachricht auf, bedanke mich für das Vertrauen, aber es ist trotzdem eine schlimme Situation. Kommandant Hund gefallen, Panzer übernommen. Dann kommt der neue Leutnant Kamrau, fängt sich das Geschoss ein, das mich hätte treffen sollen, auch er gefallen. Das Schicksal ist wirklich unverständlich. Und nun sitze ich doch wieder auf dem Kommandantenplatz. Wie lange noch, bis mich eine Granate oder ein feindliches Geschoss trifft?